Wasch dir den Po, wasch dir den Po, wasch dir den Po, bremsen! Freunde, guten Morgen! Ich bin heute geschäftlich auf dem Weg nach Papenburg, wo es die Meyersche Werft gibt, wo Kreuzfahrtschiffe gebaut werden. Aber erstmal muss ich so rund 2 Stunden Richtung Nordsee tuckern hier. Spaßig! Ich so als leidenschaftlicher Autofahrer nicht. Aber die Sonne geht langsam auf. Hinter den Wolken. Oh, sailors as tinkers and tailors is meant to be way low and down, and we're all of us coming to see you again. Oh, give me some time to blow the man down. So we'll blow the man up and we'll blow the man down. To be way blow the man down. So Kinders, ich bin angekommen in Papenburg. Hinter mir seht ihr schon quasi den Eiffelturm von Papenburg. Das ist ja hier so die alte Werft, zumindest heißt hier alles alte Werft. Ich werde jetzt mal reinschauen und dann gucken, wie weit es zur Werft ist und wahrscheinlich hinlaufen. Ich fühle mich heute in Lauffreude. Ja. Hier ist auch wieder irgendwas Werftiges. Ist das nicht irre? Die bleiben ihrem Thema einfach treu. Give me some time to blow the man down. We would open the bar on the 13th of May. Way, blow the man down. Einfach mal Urlaub in Papenburg machen. Cause why not? Also ich muss schon sagen, die Stadt ist relativ gut auf Touristen eingestimmt. Es gibt mehrere Touristeninfos. Es gibt jede Menge Läden. Da hinten haben wir sogar ein fettes Einkaufscenter. Restaurants. Hier ist so ein süßer Pub direkt am ziemlich großen Stadtpark, in den ich jetzt mal reingehen werde. Diverse Sehenswürdigkeiten, wie hier diese alte Papenburg-Mühle. Bis jetzt macht es einen echt knuffigen Eindruck. Challenge accepted, würde ich sagen. Oh. Was die Kinder können, das kann ich schon lange. Ja. Bäume. Es sind Bäume zu sehen. Wenn sich dieser Aufstieg nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. Oh, aber da. NSA is watching. Ja, sind überall. Erinnert mich ein bisschen an eine richtig schlechte Bleach-Folge. Das ist doch mal ein stylischer Wanderweg hier, oder? Zwischen den abgespaceden Bäumen. Ein bisschen eingeengt. Neben uns der fast ausgetrocknete Sumpf. Ich finde, das hat was. Übrigens auch für Esslegastheniker eine super Stadt, weil wir haben hier nicht nur Fischrestaurants und so, wir sind ja fast an der Nordsee. Wenn nicht sogar ganz an der Nordsee, ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich habe schon einen richtig dicken Subway gesehen. Hier war gerade Mc's, wenn es nicht sogar einen Burger King gibt. Also auch für euch ist was dabei. Ist das nicht super? Ja. An der hintersten Ecke vom immerhin kostenlosen Parkplatz von der Werft bin ich fündig geworden. Ihr seht, es ist nicht ganz so leicht, es ist rappelvoll. Ja, und da ist die Werft. Ich werde jetzt mal das Besucherzentrum suchen gehen.
und schauen, ob ich da mal reinlünkern darf. Ja, sieht so aus, als hätte ich auch mit dem Bus kommen können. Ein Oberhausener. Die sind auch überall. Ja, ich hätte vielleicht mal vorher anrufen sollen. Merke ich gerade so. In die Werft komme ich jetzt nicht rein, weil das ganze Organisatorische macht Papenburg Marketing und die sitzen logischerweise in Papenburg. Das heißt wieder die 3 Kilometer zurück auf irgendeinem Schiff. Komme ich vielleicht wenigstens auf so ein Schiff drauf. Schauen wir mal. Alter Schwede, ist das kompliziert hier in Ostfriesland oder wo auch immer wir gerade sind. Also das ist hier das normale Besucherzentrum, das Schiff Friederike. Aber als ich gesagt habe, dass wir eine Veranstaltung mit 70 Personen buchen, hat sie mich wieder zu der Touristeninformation geschickt, zu dem großen Gebäude, wo ich ganz am Anfang geparkt habe. Also jetzt muss ich wieder durch die komplette Stadt durchlaufen und es ist gerade Wochenmarkt. Aber naja, übrigens mega süß. Die haben hier die Ampeln in ihren Bojenpfosten drin eingebaut. Und es gibt so ziemlich an jeder Kreuzung so einen Bullaugen-Wegweiser. Also man kann sich hier nicht verlaufen, man findet alle Sehenswürdigkeiten. Nett. Ich bin jetzt für heute fertig hier in Papenburg, fahre jetzt wieder zurück nach Hause, habe aber interessanterweise erfahren, wo ich jetzt doverweise die Werft nicht sehen konnte. 2019 erstmals werden da 3 Schiffe gebaut. Einmal hier die Spectrum of the Seas, also dieselbe Royal Caribbean Reihe, wo wir auch auf unseren Flitterwochen waren. Die Spirit of Discovery und die Norwegian Encore, wo wir auf unsere zweiten Flitterwochen drauf fahren. Also das wird ganz interessant. Da werde ich die Bianca dann sicherlich auch mitnehmen, weil sie liebt Schiffe und das wird sicherlich mega interessant. Also sehen wir uns dann spätestens im nächsten Jahr zu einem Meyer-Werft-Video wieder. Ich hoffe, ihr bleibt bis dahin treu. Drückt den Abo-Button da unten. Schreibt mir einen Kommentar, wie ihr Papenburg findet oder was es hier in der Umgebung noch so zu sehen gibt. Für alle, die hier sind und vielleicht was länger hier sind und sich noch was angucken möchten. Und ich melde mich spätestens nächsten Sonntag wieder. Macht's gut, bis dahin. Adieu. Auf geht die wilde Fahrt. Fun Fact, die A31, auf der man hier quasi den kompletten Weg vom Ruhrgebiet aus fährt. Der Halbwegpunkt so von meinem Zuhause aus ist die Stadt Schüttorf. Und da befindet sich, ich glaube, die größte Disco Europas. Also ein richtig fetter Klopper mit jeder Menge Areas. Da waren wir mit den Jungs, als ich noch jünger war, weil man mega Aufwand. Und das eine Mal, wo ich gefahren bin, ist uns auf dem Rückweg der Tank ausgegangen. Ja, da bist du so mitten in der Nacht, mitten im Nirgendwo unterwegs, weil hier ist ja wirklich entlang so gar nichts. Und dann mussten wir in dem Örtchen Reken halten, weil da haben wir die nächste Tankstelle ergoogelt. Die hatte natürlich noch nicht offen, also standen wir da erstmal 2 Stunden lang auf dem Gelände der Tankstelle und haben gewartet, dass diese aufmacht. Von dem, was wir aber gesehen haben von dem Städtchen, war es echt schnucklig. Außerdem auf dieser Strecke gibt es noch die Orte Twist und irgendwas mit Arsch mittendrin. So von im Sinne am Arsch der Welt. Ja. Oh, ich hasse Autofahren so sehr. Oh.